Eigentlich war geplant, die Linse ist sehr schmutzig. Eigentlich hätte dieses Video hier ganz anders anfangen sollen. Eigentlich wollte ich euch erzählen, dass ich nicht so ein super Porscheast bin und unbedingt nur Porsche fahren will. Und dass ich mit euch mein neues Auto suchen will und euch da mitnehmen will. Und dann ist was passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Wir haben einfach ein Auto gekauft, was mir unfassbar gut gefällt. Il Gufo! Il Gufo ist ein Alfa Romeo Junior GT mit sagenhaften 88 PS, also überhaupt nicht wirklich viel. Reicht aber aus, mit den 900 Kilo kommt der ganz okay klar. Wir werden gleich auch mal eine Probefahrt machen. Da sehen wir dann, was die 88 PS können oder was sie auch nicht können. Ich finde dieses Auto einfach wunderschön. Ich habe es mir gekauft, weil ich finde, dass dieses Auto einfach eine Komposition an wunderschönen Details ist und da möchte ich euch gerne mal mitnehmen. Mein absolutes Lieblingsdetail sind diese in diesen Kotflügel integrierten Blinker. Das finde ich schon mal wunderschön. Dann die Kantenhaube, woher dieses Auto auch seinen Namen hat. Das Auto hat deshalb eine Kantenhaube bekommen, weil man damit angeblich den Motor besser kühlen kann. Keine Ahnung, ab 1979 hatten sie diese Kantenhaube nicht mehr. Der Motor war genauso gut gekühlt. Was ich auch viel schöner finde als am Nachfolger, sorry an alle, die den haben, die großen Lichter bei dem Nachfolger sind die deutlich kleiner. Also das Gesicht ist einfach traumhaft schön. Auch ein extrem cooles Detail, was ich total gerne mag, sind diese Scheibenwischer, die nach außen öffnen. Ich habe gedacht, das ist mega unique, aber ich habe es jetzt auch bei so ein paar älteren Mercedes aus der Zeit gesehen. Finde ich irgendwie super cool. Was ich noch sehr hübsch finde, sind diese Türgriffe. Ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie so ein Aschenbecher. Keine Ahnung warum, erinnert mich an einen Aschenbecher. Womit wir auch schon beim Interieur wären. Das Interieur ist für mich ein Sahnestück bei diesem Auto. Das liegt daran, dass ich Grün unfassbar schön finde und dass ich Cognac unfassbar schön finde und vor allem in dieser Kombination. Verde Muscio, Moosgrün zusammen mit Cognac. Der Innenraum selbst hat natürlich auch unfassbar viele Details, die heute wahrscheinlich nie wieder in so einem Auto so verbaut werden würden und ich finde sie einfach großartig. Unter anderem diese Kippschalter hier für die Lüftung zum Beispiel, die relativ schwach ist. Oder für den Scheibenwischer, da seht ihr es, so gehen die dann auf. Oder für die Instrumentenbeleuchtung. Dann gibt es hier noch so Zughebel für den Choke und für das Handgas. Handgas ist übrigens das Praktischste bei dem Auto, weil einem irgendwann einfach die Beine abfallen bei dem Auto. Ich versuche euch mal zu zeigen, wie ich da drinnen sitze. Es geht so ergonomisch. Also meine Beine, mein Gaspedalfuß, mein rechter Fuß, der geht irgendwann so rechts nach außen. Und ich stoße auch hier ans Lenkrad an. Aber weiter weg, viel weiter weg kann ich nicht, weil ich sonst mit den Armen A nicht mehr ans Lenkrad komme und B nicht mehr gut schalten kann. Also das Lenkrad wäre eigentlich nicht das Problem, da werde ich mich auch nochmal nach dem anderen umschauen, weil es ist nicht das Originale, da gehört eigentlich so ein leicht geschüsseltes rein. Und der Schaltstock, der kommt sogar relativ weit hinten. Ich finde insgesamt die Sitzposition sogar ergonomischer als bei unserem G-Modell, bei Marta ehrlicherweise. Schaltet sich auch besser insgesamt. Also alles an diesem Auto funktioniert, ist ein bisschen smoother. Es ist wesentlich einfacher zu lenken, auch ohne die Servounterstützung, wahrscheinlich weil das Auto leichter ist, obwohl es den Motor vorne drin hat und Marta hinten. Macht eigentlich keinen Sinn, aber die Lenkung ist bei diesem Auto angenehmer als beim G-Modell. Die Schaltung ist auch wesentlich crisper, dadurch, dass sie hier so eine Feder hat, die auch den Schaltstock zurückführt in die Mittelposition, kann man viel präziser schalten. Insgesamt ein sehr handliches Auto, finde ich. Was mir noch unfassbar gut an diesem Interieur gefällt, sind diese Holzintarsien. Hier hat es leider bei diesem Auto nur hier und in der Mitte hier nochmal bei den Warnblink- oder bei den Richtungsanzeigen und am Lenkrad natürlich. Bei dem Nachfolgemodell, beim 1750er, ist hier auch noch so eine Holzmittelbahn. Das sieht unfassbar cool aus. Aber ja, hier muss ich mich mit Kunstleder zufrieden geben. Auch schön. Lass uns nochmal rausgehen. Ich bin schon wieder am Ölen. In dem Auto und da sitzt man 2 Minuten drin. Sobald man nicht fährt und ein bisschen Fahrtwind hat, wird man komplett eingeschwitzt. Was mir noch unfassbar schön an diesem Auto gefällt, ist das Heck. Nicht nur die Front, sondern das Heck, auch eigentlich das Gesamtkonzept von dem Auto, wenn man ehrlich ist. Aber das Heck hat auch ein paar schöne Details. Diese Rückleuchten, die in so ein konkaves Heck hier integriert sind. Diese Rückleuchten, die findet man nicht nur bei diesem Auto in diesem Style, sondern auch noch bei einem Isogrifo oder einem Lotus Elan 2+2, glaube ich, sind die auch verbaut. Das heißt, da hat Alfa scheinbar was richtig gemacht mit dem Design. Sieht super aus und sowohl bei dem Isogrifo als auch bei dem Lotus Elan
ist es in konkaves Heck eingearbeitet. Wirklich designtechnisch für meinen Geschmack top-notch. Wie bei Marta auch, so ein freches Auspuffrohr, was da links rausschaut. Und einen echt kernigen Sound gibt, werden wir gleich noch hören bei der Probefahrt. Und das Ganze halt dann eben in eine wunderschön verpackte Coupé-Silhouette. Wann wurde jemals wieder so ein schönes Auto gebaut? Ich bin sowas von unfassbar verliebt. Es ist einfach nur richtig, richtig schön, dieses Auto. Was ich komplett vergessen habe, ist dieser legendäre Motor. Doppelnockenwelle, 1,3 Liter Hubraum und vielleicht waren es irgendwann mal 88 PS. Anyway, lecker Olio, das will brav warm gefahren werden oder in unserem Fall warm bleiben. Weiter geht's. Das wird aber ein bisschen eine wackelige Angelegenheit, sage ich dir. Ja, das ist okay. Wir probieren es. Die Reality. Hartes Fahrwerk, wackelige Angelegenheit. Ah, Fahrtwind. Also eins kann ich euch auf jeden Fall sagen, in dem Auto wird so unfassbar warm. Das ist die heißeste Sardinenbüchse, die hier gerade auf der Straße unterwegs ist. Und ich werde immer mitleidig angeschaut von allen Leuten, die mit einer Klimaanlage unterwegs sind und uns zwei dann hier im Auto brüten sehen. Ist so ein Cabrio oder so ein Targa, so ein 911 Targa, schon ein bisschen entspannter. Okay, jetzt kommt ein Abarth hinter uns. Wir versuchen mal so ein bisschen zu challengen. Mal gucken, ob was kann. Vorsicht, Schweizer Postbus. Wie ihr seht, da passiert nicht mehr viel, da kommt der nächste Ort. Aber so 50 fahren logischerweise. Aber so ab 3000 Umdrehungen, zwischen 2500 und 3500 Umdrehungen, da passiert bei dem Auto am meisten und dann passiert original nicht mehr wirklich viel. Dann ist es relativ müde, die Veranstaltung. Und deshalb werde ich auf jeden Fall irgendwann mal den Motor auch tauschen. Also den Antriebsstrang komplett, da kommt ja dann auch eine anders übersetzte Hinterachse rein. Weil gerade auf langen Strecken ist mir aufgefallen, dass man halt dann 120 im 5. Gang fährt, weil das Getriebe so kurz übersetzt ist, dann aber nicht bei entspannten irgendwie 2.000, 3.000 Umdrehungen, sondern bei ungefähr 4.500 Umdrehungen. Und das nervt auf Dauer dann doch ein bisschen, vor allem wenn man damit auch mal irgendwie in Urlaub fahren will. Dann wird es relativ schnell ziemlich unentspannt. Auch wenn das Auto das kann und der Motor macht das auch mit, also der überhitzt nicht oder so, das ist alles kein Thema, der kann das. Aber es ist einfach zu laut. Es ist einfach zu laut. Wofür das Auto übrigens auch wie gemacht ist, sind so kleine Sträßchen, Gässchen. Dafür ist es einfach super spritzig mit seinem 5-Gang-Getriebe, was sich perfekt schaltet und sehr kurz übersetzt ist. Also in der Stadt ist man damit sehr, sehr flott unterwegs. Und vor allem kommt man auch gut durch Hängelücken, kleine Gässchen. Eigentlich ein gutes Start. Oh, was wir hier haben. Was ist das für eine Marke? Auch ein Alpha. Ja. Was überragend ist die Kurvenlage. Also das Fahrwerk ist mega. Ich habe auch ein neues Fahrwerk eingebaut von Bilstein, die Dämpfer. Die sind zwar relativ fest, es ist schon so ein bisschen hobbelig jetzt im Vergleich zu dem Fahrwerk, was vorher drin war. Aber sowohl das Anbremsen als auch die Kurvenfahrten sind deutlich angenehmer, so wie es jetzt ist. Alleine schon, weil das Fahrzeug hinten sich nicht mehr so aufbäumt und so ausfedert. Die Zugstufe ist einfach bei dem Bilstein-Fahrwerk auch deutlich angenehmer und besser als bei dem Serienfahrwerk. Da gab es sogar der Motor spritzig. Okay, ich würde sagen, dann drehen wir mal eine Runde.
das war unsere kleine Ausfahrt mit Il Gufo. Kommen wir aber nochmal zurück zum Anfang des Videos, wo ich eigentlich gesagt habe, ich wollte euch mitnehmen, wie wir einen zweiten Oldtimer für mich suchen. Und das hat jetzt nicht ganz geklappt. Ich habe mir ja schon einen gekauft, aber ich habe trotzdem mega Lust, Autos Probe zu fahren, auf die ich Lust habe, die mir gefallen, die ich einfach wunderschön finde. Ich schreibe mal ein paar hier in die Picture Caption oder in die Videobeschreibung rein. Und dann habt ihr ja vielleicht einen davon und habt Lust, mich mal mitzunehmen oder mich auch mal damit fahren zu lassen, wenn ihr das Vertrauen habt. Aber mitfahren wäre auch schon ein Oberknaller. Vielleicht habt ihr aber auch einen Oldtimer, wo ihr sagt, Julius, den musst du unbedingt mal gefahren haben. Das ist ein wunderbares Auto. Hock dich da mal rein, dreh eine Runde mit mir zusammen. Das ist cool. Würde ich mich sehr darüber freuen, von euch zu hören. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über ein Like, einen Kommentar, einen Share, whatever. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!